Mittagszeit, irgendwo in den Alpen. Ein für Ende September eher warmer Tag. Meine Füße brauchen eine Pause, mein Puls hämmert in meiner Brust. Der schwere Rucksack hat bereits deutliche Abdrücke auf meine Schultern hinterlassen. Seit einiger Zeit trainiere ich regelmäßig, denn bald werde ich mich in Indonesien an einem der abgelegensten Orte der Welt durch den Dschungel kämpfen. In diesem undurchdringlichen Regenwald gibt es weder markierte Wege noch Wasserbrunnen, geschweige denn Almhütten. Spätestens dann sollten meine Kondition und Trittsicherheit kein Problem mehr darstellen, denn andere Herausforderungen erwarten uns vor Ort zur Genüge. Schon die Anreise ist ein Abenteuer für sich. Die Flughäfen werden immer kleiner, Durchsagen auf Englisch immer seltener. Schließlich trifft sich das Expeditionsteam auf der kleinen Insel und Provinzhauptort Ternate. Da setzen wir in einem kleinen Boot auf die benachbarte Insel und unserem eigentlichen Ziel über, Halmahera. Während der Überfahrt führe ich mir die Verrücktheit unseres Unterfangens nochmal vor Augen. Wir wollen uns 10 Tage lang durch einen Dschungel kämpfen, in dem es keinerlei Anzeichen von Zivilisation gibt. Auch auf GPS-Geräte ist wegen dem dichten Blätterdach kein Verlass. Wir vertrauen ganz auf ein paar ortskundige Jäger, deren Vorfahren den Urwald einst bewohnten. Und dazu wollen wir nicht nur heil auf der anderen Seite herauskommen, nein, wir wollen ein schon fast legendäres Tier aufspüren. Nur auf dieser Insel wurde der mythische Silberwaran dokumentiert. Außer dem Fundort und Aussehen ist über ihn gar nichts bekannt. Er gilt seit Jahrzehnten als verschollen und ist vielleicht ausgestorben. Schon nur ein schlechtes Handyfoto von ihm wäre eine wissenschaftliche Sensation. Auch den anderen Teammitgliedern scheint so einiges durch den Kopf zu gehen. Normally occur in Goa, and sometimes on the coconut tree. At the night time, they come down on the ground. Den Abend vor Expeditionsbeginn verbringen wir im Städtchen Jailolo. Hier besprechen wir, wie verschiedene Tiere gefangen werden und das Verhalten in Notfallsituationen. Ja, machen wir uns nichts vor, wenn irgendwie ein Notfall passieren sollte im Dschungel, hiermit ein Helikopter oder sonstiges anfordern, kannst du vergessen. So we will camp by the lake. As well as we camp by the river. Unser Expeditionsleiter Michael hat schon einige Erfahrungen in den Regenwäldern dieser Region gesammelt, was trotz all der erwähnten Gefahren optimistisch bleiben lässt. Und dann eine letzte gemeinsame Mahlzeit in der Zivilisation, begleitet von lautem Karaoke. Am nächsten Morgen geht es endlich los. Mit bis zu 30 Kilogramm bepackt, guter Laune und sauberer Kleidung starten wir ins Ungewisse. Zunächst ist der Einfluss des Menschen noch sichtbar, während wir unter Kokos- und Salakpalmen durchwandern. Hier wächst auch die begehrte Muskatnuss auf Bäumen. Irgendwie frei hängend machen kann. Aber meinst du, das hilft den Regen?
Unser Team ist ein bunter Mix aus Abenteurern, Koch- und Trägerteams sowie den lokalen Fährtenlesern, die uns durch den Dschungel führen werden. Mit dabei ist Alex und das gleich in 4-facher Ausführung. Da ist Film Alex, der immer eine Kamera in der Hand hat, außer er dreht sich gerade die nächste Zigarette. Dann ist da Herkulex, der auf dieser Tour wohl am meisten bluten musste. Die Blutegel bissen nämlich bei ihm am liebsten an. 2 am Bauch, einer an der Hand, 3 am Bauch. Pyrolex, der gerne seine Pfadfinder-Skills beim Herrichten des Lagerfeuers zum Besten gibt. Mit dabei ist auch Guide Alex. Seinem Stamm gehört dieser Urwald. Er ist unser Guide und Bindeglied zu den anderen aus seinem Stamm, die mit ihrem Know-how unentbehrlich für die Expedition sind. Daneben betätigt er sich als Tiereflüsterer und Pausenclown. Cut again here. Wir lassen den Kratersee hinter uns und stoßen weiter ins Landesinnere vor. Die Pfade verschwinden. An ihre Stelle tritt unwegsames Dickicht, das erst mit Macheten freigeschlagen werden muss. Der Dschungel ist durchzogen von Flussläufen, die sich im weichen Boden in tiefe Schluchten eingegraben haben. Das gibt uns auch einige Höhenmeter zu überwinden. Zum Teil ist es einfacher, im Canyon zu bleiben und den Fluss hinunter zu warten. Ich habe auch irgendwas am Schienbein. Es wird dunkel. Wir sehen den Himmel zwar nicht durch die Baumkronen, aber es müssen wohl dichte Wolken sein, die aufziehen. Die drückende Luft und das aufgeregte Zirpen hunderter Insekten kündigt baldige Regenfälle an. Binnen weniger Minuten sind wir komplett durchnässt. Regenjacken hat kaum jemand an, die würden das Wasser auch nicht aufhalten können. Der ohnehin schon schlammige Boden wird noch matschiger und verwandelt unseren Gang in eine waghalsige Rutschpartie. Ein schnelles Vorankommen ist nicht mehr zu denken. Ja, es hat sehr viel geregnet. Wir sind sehr lang durch einen Fluss gelaufen. Wir waren so langsam, dass es dunkel geworden ist. Ja, ein bisschen die Zeit verpasst. Den Ort, den unsere Guides als Camp im Sinn haben, ist noch weit entfernt. Eine Distanz oder Zeitangabe ist aber kaum möglich. Und so strauchen wir irgendwann im Dunkeln einen felsigen Fluss herunter, ohne zu wissen, wo und wann wir das Camp aufschlagen können. Also hier wäre mal eine größere Fläche. Ja.
unser Highlight heute, Ja. dass wir hier in den Fluss gefallen sind. Der surferhafte Abstieg auf sehr rutschigen glatten Boden. Aber wir sind gut runtergekommen, ne? Ich wollte ja meine Grenzen kennenlernen. Ich war heute schon echt hart an der Grenze. Also ich war im Wasser, war ich auf jeden Fall auch an meiner Grenze. Ich habe echt gedacht, die Zwischendurch, ich kann nicht mehr. Ich fand's super heute. Richtig Spaß gemacht. Der Tag heute war ereignisreich. Ja, waren halt 2-3 Stunden länger als geplant auf den Beinen. Auch darauf müssen wir uns einstellen. Aber ich denke, so als Einstand war das schon ganz gut. Unser verrücktes Unterfangen ist nur dank unserer ortskundigen Führer möglich. Sie kennen die Wege durch diesen Dschungel, welche so selten begangen werden, dass manche Abschnitte komplett zugewachsen oder von umgefallenen Bäumen versperrt sind. Und nicht nur das, sie scheinen auch einen unfehlbaren Orientierungssinn zu haben, mit dem sie nach der Suche von Tieren in den Weiten des Dschungels zielsicher wieder das Camp finden. Mit einer Machete in der Hand erschaffen sie aus Holz und Bambus in der Kürze Bänke und Dächer, was an einem wilden Ort wie diesem dem reinsten Luxus gleichkommt. Was die hier immer zaubern aus fast nichts. Sonst hat man so eine Art Spinnert aus Blättern. Oder es wurden auch kleine Teigtaschen gebaut und gebacken. Ich weiß auch noch nicht, wie sie das gemacht haben. Finde ich echt toll. Einige von ihnen haben noch nie direkt mit Weißen zu tun gehabt. Erst mit der Zeit bauen sich die Hemmschwellen ab und wir kommunizieren einander mit Händen und Füßen die Freundschaft. Ich habe Gäste gehabt, die haben was. Es ist sehr streng. Nee, ich glaube, Dieser Fuß, weil ihr das den Tag 4. Wir werden heute mal ein bisschen ausschwärmen, die Umgebung erkunden, schauen, was wir so finden. Nachdem wir im Herzen der Halbinsel angekommen sind, geht die Suche endlich los. Wir haben verschiedene Terrarien und Säcke mit dabei, um dieses einzigartige Ökosystem und seine Bewohner zu dokumentieren. Unser Ziel bleibt jedoch der legendäre Silberwaran. Wir schwärmen in verschiedene Richtungen aus und halten nach Lebenszeichen und Spuren der Echse Ausschau. Wir haben heute die erste kurze Runde gemacht, ein paar Vögel gefunden. Der Paradiesvogel hat sich gezeigt. Wir haben die roten Loris gesehen. Es gab eine Boa. Matze, was gab es noch? Moskitos gab es noch. Ja. Versuchen wir es nochmal. Links und rechts ist überall absolut geiler Dschungel. Hin und wieder haben wir so ein paar Stromschnellen. Erfolg? Vögel, Papageien. Und bei euch? Ein paar Echsen, aber nur kleine. Ein kleiner Dschungelbewohner lässt sich ungemein gerne von uns finden. Oder besser gesagt, er findet uns. Die kleinen Blutegel lauern uns am Boden und in Büschen auf und sind unsere steten Begleiter.
Sie sind an sich nicht gefährlich, hinterlassen aber blutende Wunden zurück, welche nur langsam gerinnen. Ja, langsam ein paar Kollateralschäden. Wir nennen die Viecher liebevoll Larry the Leech. Achtung, Achtung, Larry Control. Oh, der hat Griff gehabt. Oh, shit, da unten. Larry Count, wie viele hattest du schon, die angebissen haben? 0. Es war ja mein Geburtstag. 4 oder so? 2. Einer hat's versucht. 4 mindestens. Sie angebissen haben. 4, die angebissen haben, ja. Action. Gut, mal weiter. Blutegel eliminiert. Wir warten hier am Wasser, bis unser Alex zurückkommt und uns sagt, ob der Campingground, den er im Sinne hatte, was taugt. Ja. Das heißt, wir machen Pause und gedulden uns und strecken ein bisschen die Füße aus, die nassen. Ja, schon ein bisschen müde heute auch, vom Wandern und so. Nur ein paar Blessuren an den Füßen, aber sonst super happy. Die Einheimischen fangen Rehe, Wildschweine und auch Warane mit einfachen Fallen, die wir entlang verschiedener Tierpfade aufstellen. Laut ihnen leben die Warane gern auf den großen Bäumen. Nur in längeren Trockenperioden kommen sie runter auf den Boden. Das ist für uns schon eine wichtige Erkenntnis, ist vom Silberwaran ja sonst kaum etwas bekannt. Mit der Drohne suchen wir aus der Luft exponierte Baumstämme und Äste, an denen sich Warane gerne sonnen. Der Highlight vom heutigen Tag war, in relativ trockene Schuhe reinzuschlüpfen. Das war echt gemütlich. Und sie sind jetzt nicht mehr trocken. Und diese Socken, oh, da ist noch ein kleiner Larry. Hallo Larry. Den haben wir noch ein Feuerzeug, den verpacken wir jetzt gleich. Und jetzt Larry-Kontrolle. Die Suche geht weiter. Wir verschieben das Camp immer weiter nach Osten, wo wir schon bald wieder aus dem Dschungel herauskommen wollen. Wir haben zwar schon viele verschiedene Insekten und Schlangen dokumentiert, doch von einem Varan fehlt noch immer jede Spur. Die Zeit wird knapp. Täglich kontrollieren wir die Fallen, doch außer einem Großhushuhn fangen wir nichts. Bitter, bitter, bitter. Und dann, eines der Teams entdeckt eine Echse, die sich in etwa 15 Meter Höhe an einem Baumstamm in der Sonne aufwärmt. Der Varan wird genau fotografiert, doch ein Blick der Experten genügt, um festzustellen, dass es sich dabei nicht um den Silbervaran, sondern den Türkisvaran handelt. Diese ist auch selten, aber besser dokumentiert. Nicht nur der unauffindbare Varan macht uns zu schaffen, auch der Dschungel selbst fordert langsam seinen Tribut. Tagelanges Warten durch Flüsse, die Hitze und der Schweiß, die losen Wurzeln und Lianen mit Widerhaken sind zermürbend. Was willst du? Ja, was machen wir? Es sind die kleinen Verletzungen, glaube ich. Ja. So die Blase am Fuß, die kleinen Schnitte, die dann beim Gehen immer wieder reiben und brennen und dich am Ende des Tages ganz schön auslaugen.
Geil! Bergtour in the Jungle. Endlich mal ein richtiger Weg hoch, ja? Nicht mehr ständig riesen Serpentin, sondern einfach, da wo es hoch geht, geht's auch hoch. Kann also im Weg nicht verfehlen. Die Zeit im Dschungel geht zu Ende. Heute marschieren wir eine längere Distanz bis an den Rand des Waldes, von wo aus wir in die Zivilisation zurück wollen. Ich stehe kurz nach dem Sonnenaufgang auf und entferne mich etwas vom Camp, um die Wildnis dieses Ortes nochmal so richtig aufzusaugen. Einer unserer Führer hat hier eine kleine Hütte errichtet und ein paar Bäume gefällt, um Bananen und Süßkartoffeln anzupflanzen. Die Lichtung und der Wald drumherum, die Geräusche von verschiedensten Vögeln und Insekten, ich werde sie vermissen. Wir haben den Silberwaran nicht gefunden. Vielleicht ist er auch schon ausgestorben. Dieses Rätsel wird mich schon bald wieder einholen. Aber im Moment genieße ich es einfach, hier zu sein. Wie das Licht auf den Tau der großen Blätter trifft, das morgendliche Konzert der Vögel, das Paradies muss wohl ähnlich aussehen wie hier. Vielleicht mit etwas weniger Krabbeltieren, obwohl wir uns eigentlich ganz gut an die gewöhnt haben. Da draußen wartet ein kuscheliges Bett, eine warme Dusche und WLAN auf uns, doch von mir aus dürften die noch ein paar Tage warten. Und wie es häufig der Fall ist, fand ich auf diesem Abenteuer doch so manches. Neue Gründe, um über die Vielfalt unseres Planeten zu staunen. Unvergessliche Eindrücke, die mich und meine Ziele in neue Richtungen gelenkt haben. Neue Missionen und Mitstreiter für weitere Abenteuer. Zeit, um in den Gedanken Ruhe einkehren zu lassen. Abgeschottet von der Welt, schien hier jeder Moment eine Ewigkeit zu dauern. Ich kann schon das Bier riechen. Und ich fand die Erkenntnis, dass wir inmitten der ganzen Entbehrungen doch so wenig brauchen, um glücklich sein zu können. Ich bin sehr dankbar über die Gruppe, über die neuen Leute, die ich kennengelernt habe und dass daraus auch Freundschaften entstanden sind. Während wir also am Ende der Reise unsere Dschungelwunden auf der kleinen Insel Meti verarzten, schaue ich voller Dankbarkeit auf die letzten 2 Wochen zurück. Ich liebe das Wilde, die Entbehrungen und das Ringen mit den Elementen, das Überwinden der eigenen Grenzen und die Gemeinschaft. Ich liebe es, mit Gleichgesinnten ins Ungewisse aufzubrechen, um Herausforderungen zu meistern und Entdeckungen zu machen. Ich bin einfach ultra dankbar für alles, was wir da erlebt haben. Mir ist klar, dass dies nicht mein letztes Abenteuer im wilden Paradies von Halmahera sein wird. Ich werde wiederkommen, mit neuem Mut, neuem Team und den Erkenntnissen aus der ersten Expedition. Auf der Suche nach dem vielleicht seltensten Reptil Indonesiens. Doch, wie wir uns gegen bedrohliche Einheimische und die Lerris schlagen, wie wir mit einem nicht funktionierenden SOS-Gerät zurechtkommen und ob wir den Silberwaran diesmal finden, das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Denn es warten noch so manche unentdeckten Wunder im Dschungel von Halmahera.
Der Dschungel verlangt einem körperlich schon ganz schön viel ab, macht das aber mit seiner Vielfalt tausendmal wieder wett. Wir wollten heile reinkommen, wir wollten heile rauskommen. Wir haben beides geschafft. 0. 0. Nichts. Einer. 2. Ich glaube nur 2 oder 3. 4. 5. 7 oder 8 oder so. 2, 14 habe ich auch. Bauch, Finger, großer Zeh, kleiner Zeh.